Das Universum, unendliche Weiten, Geometrien, Formeln, Verbindungen. Unser Planet, unsere Erde, unser Leben. Was sind die Zusammenhänge zwischen Leben, Kosmos, Energie und Mathematik? Begleite uns auf der Reise, erforsche die großen Rätsel des Universums. Eine Gruppe internationaler Experten hat erstaunliche Antworten gefunden auf die großen Fragen unserer Zeit. You look at it from wherever you want and you always find the same answers. I mean, they have been trying to give you some answers, but those are not the answers I'm talking about. Und wenn man da mal richtig hinter die Kulisse guckt, dann wird einem klar, dass da mehr ist, wie als die einem immer da so beibiegen wollen. Die denken, du bist ein Simpel. Aber wir haben all unsere sag mal, Kapazität zum Rekapitulieren. Und da musst du nur genau beobachten, verstehst du? Weil wenn dir einfach was erzählen lässt, dann bist du verloren. Diese erstaunlichen Einsichten in die Verbindung unseres Seins zum Kosmos werden untermauert durch bahnbrechende mathematische Erkenntnisse. Und hier an der ganzen kleinen Wunder der Kreise und der Gestern und der Dreieck und die Quadrat. Quadrat ist Kreis, mit Kinder hat bra die Dreieck. Ba dustgben, ban dordi katstube, und die Pasturna kam hina des der burdere. Das de burdere kam fundere galava. Manera natura, insindama natura, das schon so, und dann da Blum und da Patchen na natura. Und andenk hat man natura. Mire, yo ho veig claríssim, eh? La naturalesa és fonamental. I les plantes tenen una força que només la veu qui la vol veure. Però l'antroposofia és l'alquímia perfecta de les ciències amb els sentiments, del cos amb el cel, del seny amb la rauxa. Und deswegen ist mir das auch egal, was die Leute sagen. Verstehst du? Ich gehe los, wenn es regnet, mitten in der Nacht, weil das ist die Mondphase, wo das gegossen werden muss. Und dann tue ich das. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das muss dann gemacht werden, weil die Maria, die hat das so gemacht und die hatte die beste Karotte in der Welt. Das kann ich dir versichern. Now let's talk about the triangle. Well, the triangle is a strange thing. I mean, it's the same everywhere. It's in the pyramids. It's in Da Vinci's paintings. And if you compare them, they're exactly the same triangles. So, where does that lead us? I mean, really. Just think about it. Die Pyramide von Gizeh, ein perfektes Dreieck. Genauso wie Chichén Itzá in Mexiko oder Machu Picchu in Peru. Wir finden es in den berühmten Skizzen Leonardo da Vincis, sogar in der Perspektive einer einfachen Straße, im Symbol der Illuminati. Das Dreieck, Symbol unseres Lebens, unserer Energie, unserer Verbindung zum Kosmos. Allein die Tatsache, dass bereits prädiluvianische Gesellschaften von den Sternenwesen umfangreiches Wissen über die Atombombe geliefert bekommen haben, zeigt doch erst das ganze Ausmaß dessen, was uns alles verschwiegen wird. Und dann habe ich angefangen, mich für Geometrie zu interessieren. Und da habe ich gesehen, da ist ein klarer Zusammenhang. Du kannst Formeln ableiten. Formeln, die erklären, wie der Kreis mit dem Dreieck zusammenhängt. Und du kannst sogar die Fläche ausrechnen. Und zwar bis auf die Dezimalstelle genau. Und dann tust du das mal machen und dann rechnest du die Fläche aus und siehe da, das Quadrat und das Dreieck und der Kreis, die hängen irgendwie zusammen, verstehst du?
Da hast du zum Beispiel hier, jetzt nehmen wir mal die Fläche von einem Quadrat in Metern. Jetzt rechnest du das um in Fuß, also hier die britische Fuß da, was die da so verwenden, kannst du genau umrechnen. Und das allein ist ja schon absolut faszinierend. Und dann tust du das umrechnen und da siehst du, wenn du ein Dreieck hast, mit sozusagen der gleichen Kantenlänge, nennt ihr es, glaube ich, dann hat es die Hälfte von der Fläche. Ja. Und wenn du das dann umrechnest, hier in Inches, verstehst du, da kriegst du eine viel größere Zahl. Und dann kommen wir plötzlich ganz in die Nähe vom Abstand von der Sonne zum Mond und wieder zurück. Also zu unserem Mond, gell? Weil es gibt ja mehrere Monde da im Universum. Gell? Und die haben alle Kraft. Und die Kraft, die wirkt, die hat so ganz bestimmte Wirkung auf die Menschen. Doch was hat es mit dieser Kraft, dieser geheimnisvollen Energie der Planeten auf sich? Betrachten wir Sonne, Mond und Erde. Sie bilden ein perfektes Dreieck. Die binomische Formel dafür lautet a² plus b² gleich c². c²? Betrachten wir uns das Ergebnis etwas genauer. Was ist die Bedeutung, die sich hinter dieser kosmischen Konstante verbirgt? Wir kennen sie aus einer anderen Gleichung, der Formel für Energie. Zufall oder Fügung? Der Schnee, der größte was schneller. Der Menschen, was über das Land ist, zu weiß gehen, was wurde. Was wird der Knirr das Schnee, muss ja, welche Personelle. Und der echt die Stärke, dann ist nicht noch nicht. Dann ist nicht. Der Frieden ist zurück, ich pflanze das Schindler. Das ist die Welt, klärt die Menschen mal. Die klarste Optiker hat vertellt, wo konnte es dicker. Da sagt die Schindler, da weiß man nicht. Das ist circular batita clean. Der triangular gun. Der chocolate wordt niet. Ook klontje einfach, de fortschrittliche Räder, man schneller collectionieren. You know, my grandfather used to say, keep the mouth shut. You know what that means? I mean, connection with God. God and the universe. Who made them? Dinosaurs. I mean, everything. Look at the blue sky, the sun, the earth, the pyramids, Machu Picchu. I mean, it's so clear. Where does all the light come from? And in the night, where does it go? Aquí a Catalunya ho tenim molt clar. Sempre cap al cel. Perquè mira, els calçots, els castellers, la Sagrada Família. Ja ho deia el meu avi. Quan has de parlar, no diguis res, perquè així triomfaràs a la vida. Neueste Erkenntnisse zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen den Kräften der Himmelskörper, dem Gedächtnis des Wassers und unserem Energiefeld. Das ist eine uralte Technik. Und die hat schon existiert, da war das Rad noch nicht mal erfunden. Da wussten die Leute noch gar nicht, was vielleicht der Atom ist oder irgend sowas. Es gab keine Mikroskope und nichts, verstehst du? Und die haben diese Technik erfunden und das hat gewirkt. Und es wirkt noch heute. Das kann ich dir versichern. Wirklich. Glaub's mir. Ich mein's ernst. Ohne Flachs jetzt mal. Man hat dort in den Steinen Löcher gefunden mit einem exakten Durchmesser von 6 mm. Haben Sie da noch Fragen?
la spiritualité